Wir sind im Land von guten Croissants. Das muss man ausnutzen. Hier sind wir jetzt schon etwas östlich von Bordeaux und haben hier an einer Schleuse übernachtet. Wir warten jetzt schon den ganzen Vormittag drauf, dass da endlich mal ein Boot durchfährt, aber anscheinend ist Freitagvormittag kein Bootsfahrtag, jedenfalls nicht Anfang April. Schade, wir hätten das Spektakel gerne bewundert. Jetzt wird es dann Zeit, wieder ein Stück weiter zu fahren. Joala ist mit der Ruby unterwegs und wir sind ganz enttäuscht. Kleines französisches Örtchen und kein Bäcker in der Nähe. Ihr kennt unsere Vorliebe für frisches Baguette. Heute haben wir einfach Pech gehabt. Dafür schon mehrere nette Unterhaltungen mit den Nachbarn hier am Platz. Wir fühlen uns wie immer sehr wohl in Frankreich. Die Leine scheint im Baum zu verschwinden. Wo ist die Ruby schon wieder hin? Kaum ist die Olli einen Moment unaufmerksam, ist die Ruby schon wieder eine Baumkatze. So ein Baum ist ein feiner Baum. Ich hoffe, wir kommen heute noch weiter. Zum zweiten Mal oben. Hier gefällt's mir. Wer wird da so einen Stress haben? Gehen wir heim. Es regnet, sagt die Frau. Was macht die Ruby? Schrei nicht so laut, Mensch. Du vertreibst mir alle Mäuse. Ruby, was machst du? Noch einfacher kann ich's wirklich nicht erklären. Ruhe! Ruby? Kommst du? When I'm good and ready. Sie kommt, sie kommt. Oh, meine alten Katzenknochen. So, Pause. Da runter. Hey, es regnet ja, warum sagst du das nicht gleich, Mensch? Hey, ihr zwei, ihr auch da. Habt ihr was zum Essen? Fahren wir weiter? Was gemacht? Aber weiterfahren können wir noch nicht. Ich muss noch eine Schleuseninspektion machen. Ruby, alles in Ordnung? Ich bin noch nicht fertig mit der Sicherheitsprüfung. Ja, hier passt alles. So, hier, das ist ganz gefährlich. Da könnte eine Katze nach unten fallen. Noch ein H2O-Test. Gut geschmeckt? Nein, war nicht aussagekräftig. Ich muss eine B-Probe nehmen. So, wo bleibt ihr? Fahren wir jetzt dann endlich? Es regnet ja. Was dauert da so lang? Freitagmittag, die Franzosen gehen alle hier am Kanal essen. Es ist Zeit, dass wir weiterfahren, denn sonst sind wir eingepackt. Solange das Wetter mitspielt, wollen wir der Autobahn fernbleiben und genießen stattdessen die idyllischen französischen Landschaften. Vorbei an vielen Kanälen, Weingärten und typisch französischen Dörfern geht die Fahrt in Richtung Osten. Endlich! Mittagsstopp bei Bergerac, sieht aus wie Frühstück, aber man nimmt die Bäckerei halt so, wie man sie bekommen kann. Unser Pausenplatz befindet sich übrigens am Fluss Dordogne. Da waren wir vor 1,5 Jahren auch im Örtchen Dom, falls ihr euch erinnern könnt und uns damals schon verfolgt habt. Hier ist der Fluss schon ziemlich breit Richtung Bordeaux, nicht ganz so attraktiv, aber er wird noch viel attraktiver und wir folgen ihm jetzt eine Weile. Ein bisschen Zeit haben wir noch zum Bummeln, bevor es dann heißt Strecke machen. Ruby, was gibt's da? Händeln? Die Fahrt entlang des Flusses ist wunderschön, aber wegen der vielen Flussschlingen kommen wir nicht besonders schnell voran. Und außerdem lässt uns das Wetter schön langsam im Stich. Katzenfutter und Müsli? Kein Müsli.
Chips. Was Gesundes für den Abend. Ich sehe mir die dort an. Okay. Kennt ihr das? Da habt ihr eine wunderschöne Szene gefunden und dann ist vor dem Fluss der wunderschöne Bauzaun drauf. Wir sind der Dordogne jetzt einfach gefolgt den Tag über bis in den kleinen Ort Gros-le-Jacques. Und hier hatten wir jetzt noch einen kleinen Schrecken, denn 200 Meter vor unserem auserkorenen Stellplatz standen lauter Schilder Brücke gesperrt, aber tatsächlich scheint es nicht so zu sein, die wird saniert. Und vielleicht ist sie tagsüber tatsächlich gesperrt und wird abends dann wieder aufgemacht. Jedenfalls waren so viele Locals unterwegs, dass wir uns gedacht haben, das kann doch fast nicht sein. Und tatsächlich war sie dann glücklicherweise befahrbar. Und das war es jetzt für heute. Morgen geht es weiter in Richtung Genf. 550 Kilometer noch bis dorthin und dann nochmal etwa 1000. Ist schon noch ein Stückchen zu fahren, aber wir haben noch 5 Tage Zeit. Insofern passt es. Laut Radiobericht wird ganz Frankreich heute von Unwettern heimgesucht, mit Sturm, Hagel und allem, was dazugehört. Angesichts dessen haben wir es ganz gut erwischt. Bei uns hat es halt immer wieder geregnet, aber es gibt auch, wie ihr seht, immer wieder Sonnenstunden dazwischen. Und ja, Regen, leichter Nieselregen war jetzt nichts Aufregendes. Aber wir merken es jetzt, wir haben jetzt die Wintersachen wieder an. Es ist ein enormer Unterschied. Vorgestern hatten wir über 30 Grad und es war uns zu heiß. Und jetzt frieren wir ein wenig, ein paar hundert Kilometer von der Küste weg und es ist ein ganz anderes Klima. Wir nähern uns zu Hause an und müssen uns auf die Kälte nochmal einstellen, denn bis es dann zu Hause wirklich warm wird, dauert es noch. Ruby, why are we going over there? Würdest du nicht verstehen, Mensch. Aber gut, gehen wir halt wieder zurück. Oh, was gibt's hier? Was gibt's hier? Fische. Wer kommt denn da? In feinster französischer Stil. Ein Frankreich-Magen. Leider sind die Croissants aus. Nein! Ja, haben wir zu spät. Aber was hast du da in deinem Beutel? Pain au Chocolat. Immerhin. Sehr gut. Endlich kommt die Sonne raus. Es ist wirklich zum Frieren. Wir sind es nicht gewohnt. Wenn ihr den Winter zu Hause verbracht habt, dann findet ihr 14 Grad wahrscheinlich angenehm. Für uns ist es eiskalt jetzt nach den Kanaren und es wird jetzt nur mehr schlimmer. Wenn die Sonne draußen ist, dann ist es erträglich. Versteckt sie sich hinter den Wolken, dann wird es gleich wieder kalt. Egal, für uns geht's weiter. Als nächstes wollen wir uns eine der klassischen, wunderschönen französischen Landschaften ansehen, die Auvergne. At the roundabout, take the 4th exit. So, jetzt sind wir direkt zurück im Winter. 3 Grad hat's. Wir sind in der Auvergne, eine der Landschaften in Frankreich, die man gesehen haben muss, aber kommt nicht Anfang April. Das zahlt sich noch nicht so wirklich aus. Es ist total unangenehm und wir sehen auch nichts. Irgendwo von diesem Parkplatz soll man den berühmten Puy de Dôme sehen, den Vulkankegel. Hier gibt es eine Reihe von Vulkankegeln, UNESCO-Welterbe. Aber nicht an diesem Tag, das wird nichts und wir haben gerade den Wetterbericht gesichtet, auch für morgen sieht es gleich aus, Regen, Nebel, wir befürchten, das war wohl nichts. Ich muss jetzt Video schneiden, das mache ich hier, die Dieselheizung läuft und die Winterklamotten sind wieder am Start. Ich glaube, jetzt bin ich wieder froh, dass die Winterschuhe noch irgendwo in der Heckgarage liegen, die werden wir dann rausholen müssen. Mahlzeit. Mahlzeit. Gut, es sind nicht alle so wehleidig wie wir. Man kann natürlich auch bei 3 Grad Außentemperatur Rennrad fahren gehen. Man muss aber nicht. Das nicht mal ganz langarmlich.
Wir fahren weiter. Von unserem Platz mit der tollen Aussicht rollen wir nach unten und durchqueren Clermont-Ferrand. Auch die Weiterfahrt auf der anderen Seite der Stadt sieht optisch sehr reizvoll aus, wäre da nicht dieses Wetter. Das tägliche Frankreich-Ritual, ihr kennt es schon. Gerade bei langen Strecken haben wir keine Lust, zweimal täglich zu kochen und genehmigen uns da ungesundes Zeug vom Bäcker, weil es halt schmeckt. Der Regen hat jetzt endlich mal aufgehört, zumindest zwischendurch. Wir sind jetzt ungefähr mittig zwischen Clermont-Ferrand und Lyon. Und wahrscheinlich werden wir noch versuchen, bis zur Schweizer Grenze zu gelangen heute, denn dort soll es morgen dann sonnig sein und in Frankreich hängt dann immer noch der Regen. Wer war da im Schlamm? Dieses Höbis-Schlamm, sie gibt's nicht gerne her. Mittagspause im Nieselregen beendet, weiter geht's ab nach Lyon und dran vorbei. Hier sind wir schon ein Stück nordöstlich von Lyon und hier gibt es noch eine V&E-Station. Ist gar nicht so leicht, es sind noch immer viele Stationen für den Winter gesperrt, was das Wasser angeht, aber hier haben wir Frischwasser bekommen und es genügt uns jetzt bis zu Hause. Olli, die letzte VE-Station der Reise wahrscheinlich. Das letzte Mal duschen auf der Reise. Ja. Auf Google Maps finden wir einen Parkplatz am Ufer der Rhône, der uns als Übernachtungsplatz vielversprechend erscheint. Nur fahren wir ihn, wie wir später herausfinden, von der falschen Seite an. Die Straße wird immer schmäler, sieht irgendwann nur mehr wie ein Radweg aus und dann gibt es auch noch eine Absperrung. In den nassen Wiesen links und rechts des Wegs wollen wir den Camper nicht versenken, also müssen wir ein paar Kilometer rückwärts zurückfahren. Heute gibt es ein Risotto mit Meeresfrüchten. Und es schmeckt gut? Ja, freut mich. Wunderschön hier, tolle Gegend, leider das Wetter ist noch immer nicht ideal, aber immerhin der Regen hat aufgehört, wir nehmen es, wir sind zufrieden. Und tingeln jetzt am Fluss entlang weiter. Das haben wir gestern schon unabsichtlich gemacht. Nachts waren wir hier am Radweg unterwegs. Das war ein Versehen. Aus der anderen Richtung landet man als Ortsunkundiger nämlich auf diesem Radweg. Da gibt es kein Verbotsschild. Im Gegenteil, da stehen sogar Warnschilder für die Radfahrer, dass diese Straße sowohl von Motorfahrzeugen als auch Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Und wir standen dann plötzlich vor einer Absperrung und mussten verkehrt wieder zurück. Ein nicht so freundlicher Franzose meinte dann, vous allez où là? Wohin fahren Sie da? Aber ist nochmal gut gegangen. Wir sind dann hier am Parkplatz gelandet und jetzt geht's weiter. Windig, kalt, aber immerhin trocken. Los geht's. Ein kurzer Halt an einem mächtigen Wasserfall. Keine Sorge, da kommt noch was. Und da sind wir an der Cascade de Glandieu.
Die Ruby sagt, es ist ihr zu laut und zum Fürchten. Eine sehr, sehr schöne Strecke hier an der Rhône entlang. Leider haben wir damit jetzt bald das Ende Frankreichs erreicht. Sehr, sehr schön diese Strecke, wie gesagt, und ihr könnt sie auch mit dem Fahrrad befahren. Der gesamte Flusslauf der Rhône wird von einem Fahrradweg begleitet, das nennt sich Via Rhône, und damit könnt ihr von den Alpen bis ans Mittelmeer mit dem Fahrrad fahren in wunderschönster Umgebung. Das setzen wir uns gleich mal auf die To-Do-Liste für irgendwann. Look who's sitting on my knitting. Early. Wir sind 20 Kilometer vor Genf und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir heute noch in die Schweiz fahren oder noch eine Nacht in Frankreich verbringen. Jetzt doch noch mal ein letzter Besuch beim französischen Bäcker. Es ist kalt, 2 Grad. Einmal mehr sind wir in der Schweiz, und weil es immer ein wenig ein Krampf ist, offline zu sein, folgen wir diesmal euren Empfehlungen und holen uns eine Sunrise SIM-Karte. Dazu braucht es einen Reisepass und einen Sunrise Shop, den soll es angeblich hier geben. Ein Conforama-Mitarbeiter erzählt mir zwar zuerst, dass ich hier falsch sei, hier hätte es noch nie einen Sunrise Shop gegeben. Glücklicherweise entdecke ich ihn dennoch hinter den Kassen und bin beruhigt, dass das Serviceverständnis in der Schweiz auch so ähnlich ist wie zu Hause. Und ja, natürlich zahlt sich die SIM-Karte für das einmalige Durchfahren der Schweiz diesmal nicht aus, aber da man bei Sunrise nur tageweise bezahlt, sind wir gerüstet für zukünftige Besuche. So sieht es bei uns nach der Mittagspause aus. Die 2 Damen schlafen. So, wir sind in der Schweiz und schon an Zürich vorbei. Wir waren eigentlich vor Zürich schon bereit für die Mittagspause, aber dann dachte ich mir, lieber noch vorbeikommen dran, bevor die Rush Hour einsetzt. Zürich ist immer ein bisschen schwierig, wenn man schnell vorankommen möchte. Und jetzt kurz danach haben wir unsere Mittagspause eingelegt. Jetzt haben wir noch etwa 1 Stunde bis Österreich, aber Österreich wird nur ein kurzer Stopp. Denn dann geht es wieder nach Deutschland, denn so verläuft die schnellste Strecke zu uns nach Hause in Graz. Ja, und dann haben wir es fast. Morgen sind wir wahrscheinlich zu Hause. Muss auch sein, gehört auch zum Reisen. Unser letzter Übernachtungsstopp hier in Türkheim in Deutschland, am Weg nach München und dann weiter nach Salzburg und Graz. Das Wetter wird besser, aber nachts war es eisig, -2 Grad. Hier herrscht noch Winter, das merken wir uns für die nächste Überwinterung. Zurückkommen gibt es erst Ende April oder im Mai. Starting route to home. Proceed to Waitzinger Visa. Irgendwann geht auch die längste Reise zu Ende und das Ende dieser Reise ist nun fast gekommen. Erst erreichen wir die österreichische Grenze, wenig später unser Heimatbundesland, die Steiermark. Fast fühlt es sich ein wenig so an, als sei hier die Zeit stehen geblieben. Denn vor 4 Monaten hatten wir Österreich bei sehr ähnlichen Temperaturen verlassen und dann die kanarische Sonne genossen. Nun begrüßen uns erneut schneebedeckte Gipfel. Auf der Reiteralm wird tatsächlich noch Ski gefahren. Schön sieht es nicht aus, diese löcherig weißen Streifen in der braunen Landschaft, aber der Winter ist offensichtlich in Österreich noch nicht ganz verschwunden. Ruby wurde nicht weit von hier geboren und auch sie scheint die Landschaft wiederzuerkennen.
Oder vielleicht bedeutet Ihr fragender Blick auch, was tun wir denn hier im Schnee? Wollten wir nicht erst zurückkehren, wenn es wieder warm ist? Wir sind jetzt schon nach Schladming am Weg nach Liezen, 1,5 Stunden noch und dann sind wir zu Hause. Es ist echt kühl, man kann nur kurz so gekleidet draußen sein und sonst braucht es Jacke, Schal und Haube. Das letzte Essen on the road. Und dann ist es geschafft. Die beinahe 3000 Kilometer seit Ankunft mit der Fähre am spanischen Festland liegen hinter uns und eine tolle Reise geht zu Ende. Ein wenig erschöpft, aber den Kopf voller wunderbarer Eindrücke genießen wir nun erstmal ein bisschen Zeit zu Hause, denn 4 Monate lang praktisch jeden Tag weiterzureisen ist durchaus anstrengend und für die nächste Langzeitreise haben wir wieder ein wenig dazugelernt. Mehr dazu erzählen wir noch in separaten Videos und wenn du Fragen zu dieser Reise, zum Thema Langzeitreisen oder den Kanal hast, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar. Die ersten Tage zu Hause, wir sind zurück im Winter, obwohl es April ist. Und die Ruby ist das Spazierengehen mit uns so gewohnt, dass sie alleine gar nicht weit weg geht vom Haus. Ihr ist immer langweilig. Sie wartet darauf, dass wir mit ihr gehen. Wir freuen uns, dass du Teile dieser Reise oder gar den gesamten Roadtrip mitverfolgt hast und hoffen, dass dir die Videos gefallen haben. Die nächste Reise kommt bestimmt. Einstweilen alles Gute und bis dann.